Hallo Nick, du arbeitest für die Young Caritas in Luxemburg und ich freue mich sehr, dass du Lust hast, uns ein paar Fragen zu beantworten. Das ist ja jetzt gerade eine spannende Situation mit der Corona-Epidemie oder Pandemie und da würde ich dir gerne ein paar Fragen stellen. Ja, hallo. Ja, als erstes, wie arbeitest du denn zurzeit? Bist du im Homeoffice? Bist du schon wieder im Büro? Wie sieht die Lage bei dir aus? Ja, also ich persönlich bin gerade im Krankenstand, da ich am Rücken operiert wurde, aber ich kann allgemein sagen, für unser Büro, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass wir größtenteils momentan vom Homeoffice arbeiten und gezielt vom Büro, wenn was anliegt. Was waren denn die Herausforderungen für dich und für euch in den letzten Wochen? Ja, die größte Herausforderung jetzt beruflich gesehen ist, dass wir eigentlich sehr aktivitätenbasiert arbeiten und jetzt ja, uns die Hände sehr gebunden sind und natürlich berechtigterweise wir da sehr zurückgefahren haben. Ja, und wir sehr gern mehr tun wollten, aber das momentan halt nicht geht. Aber ja, daran haben wir uns mittlerweile gewöhnt und wir konnten auch mittlerweile in anderen Bereichen aushelfen, ob das jetzt Kinderheime sind oder sonstige Kinder- und Jugendhilfen, die akut noch arbeiten, nicht wie die Kindergärten, die ja zurzeit geschlossen sind. Was war denn so eine schöne Erfahrung in der Zeit? Also wo es vielleicht, also es ist ja irgendwie alles gerade auch ärgerlich und so, aber vielleicht gibt es auch irgendwas, wo man sagt, ja, das war jetzt echt auch schön. Ja, also ich muss ehrlich sagen, das erste, also natürlich untereinander waren wir recht viel in Kontakt einzeln und das erste Team Skype oder Zoom Meeting, das wir alle gemeinsam gemacht haben, war schon schön und cool, so das ganze Team gemeinsam wieder zu sehen und ja, sich ein bisschen auszutauschen, ein bisschen privat, ein bisschen beruflich. Das hat uns alle sehr gefreut. Was würdest du denn sagen, gibt es eine Chance in der jetzigen Situation für die Young Caritas? Also ist da eine Chance auch drin? Ne, ich sehe ja prinzipiell in alles und jedem eine Chance und von daher klar, irgendwo gesellschaftsmäßig könnten wir den Cut vielleicht nützen, das Leben und das Tempo, in dem wir gelebt haben. Jetzt ja, der Cut, der entstanden ist und vielleicht einmal reflektiert, auch jeder selber reflektiert mit sich selber und auch als Young Caritas reflektiert, nochmal schauen, wie können wir jetzt wieder starten, sodass ja, wir das bisschen Tempo rausnehmen, bisschen mehr auf unsere Umwelt und unsere Mitmenschen noch mehr achten können. Vielleicht natürlich nicht komplett, aber vielleicht zum Teil hoffe ich einfach, dass das möglich wird. Du hast schon ein bisschen angesprochen. Glaubst du, wir werden uns als Gesellschaft auch verändern? Also wird es nach Corona anders weitergehen? Ähm, ja, also wie gesagt, komplett denke ich nicht. Da ist einfach zum Teil Macht und Geld noch immer natürlich, die irgendwo unsere Art und Weise zu leben zum Teil bestimmen. Aber ich denke mal, dass trotzdem viele Leute ein bisschen Menschen runtergekommen sind. Und ja, einfach irgendwie vielleicht mal die Chance und Möglichkeit hatten auch, dass ihnen das Wesentliche bewusst wird. Wenn ich sehe, einerseits natürlich die Leute, jetzt wird ihnen bewusst, was sie an der Familie haben, an sozialen Kontakten. Auf der anderen Seite auch beim Spazierengehen, was hier erlaubt ist, wenn man das alleine macht, sieht man viel mehr Menschen, die einfach in die Natur gehen und naturverbunden irgendwas unternehmen. Und ich glaube, da ist es vielleicht sogar von Vorteil, dass das nicht eine Woche war, weil in einer Woche ändert sich nichts, sondern über einen längeren Zeitraum und dass die Leute das vielleicht zum Teil einfach weiterführen. Aber ja, das wird sich dann zeigen.